Yeah, what happened to me? When did I start to believe I wasn't worth it and question my purpose to breathe? Wondering who I should be. Happiness out of my reach. Scared to get back on my feet. Need to get rid of what's detrimental, but it's hard to let go when the thing that hurt you help you get to your dreams. See, I miss the days when I wasn't so faded. Love wasn't always invasive. I could embrace it. Just innocent waiting. Not always living in anguish. When did I break it? Become overtaken. What was the moment I caved and gave away all of my faith and made a replacement? I miss the days when I miss the smiles we had when we were young. I miss the memories of feeling love. I miss us running underneath the sun, staring out the window when the rain would come. Oh shit, was ich hier? Ah, scheiße. Good morning. How are you, buddy? Good, good. How are you? Hey. So, Touchdown San Morin. Wir sind ja direkt aus Sierra Nevada hier angereist. Jetzt ist es Freitag, noch 2 Tage bis zum Rennen. Busy Day heute. Ja, viel Media, gerade auf dem Weg zum ersten und auch schon alles ready. Hi, Thomas. Hallo. Auch schon ready, jetzt zum Radfahren gemacht. Jana hat mir mein Wettkampfrad hierher mitgenommen, was natürlich praktisch ist. Und ja, bringe ich hier wieder mit in dem Video, behind the scenes. Hey, how are you? Good. You? Good. You recovered from Texas? Yeah, it helps quite a bit when you walk the marathon, so Oh. pretty fast. Hi, Justus. Hi, grüß dich. Wie schaut's? Gut, Luft geschnuppert? Hi. Ja, oder nicht geschnuppert. Alter, aber hier. Hello? Hi. Schon ein bisschen gewöhnt gewesen. We're Vips. That's right. You ready to go off already? Yeah, of course. Got a 4, right? Yeah? Training for Rods. Freddie, your number 1 rank. All right. Have off the rank. Since 2019, I was here every First time. one was okay. First one was just chance. Yeah. But three podiums. Yes. Yeah. Okay. Good. Okay. Ready? Yes. Yeah. We are here with Frederick Funk of Germany. Now, Fred, 7th time here in Samarin. You've had a handful of podiums, 2nd last year, but that elusive top spot still eludes you. What is the plan for today? I think I'm in a good shape, and I think I have a good chance to win this. That's my first time going into this race. I think wearing bib number 1. Well, we wish you all the luck and hope to see you on that top step. Thank you. Thanks, Fred. So, Podcast auswählen. 1,5 Stunden easy. Das ist hier so ein bisschen wie Rolle fahren von der Landschaft. So einfach hin, zurück, geradeaus, flach. Top. Dann sehen wir uns in 1,5 Stunden. Bis dann. Guten Ride. Bis dann. Das ist ein neuer Sattel. Und der ist ein bisschen höher als der andere. Jetzt. Kilometer, Stunde 28 mit 234 Watt. Nicht schlecht. Danke. Viel Erfolg auf Ja, dem ebenso. Sonntag. Viel Spaß. Viel Erfolg. I hope to see you in the first place. Schaut echt gut aus, ja. Taugt mir auch. We are going to join the discussion. Like Sivi said, there were athletes focusing really on training and recovery and just getting better without any racing or anything for almost, for at least a year. Everyone kind of was like forced to up their game, up their level, just getting better to even like do these races. It's not even like just like being at the front, but actually just be able to do it or be able to be part of it. Now everything's faster and it just continues like this. Like every year we get
higher level. Every year you need a even better performance to win races. So I think even finishing second this year, I would already need a better performance. But obviously we want even a step higher. So I hope I'm able to bring that on Sunday. Frederick, thank you very much. Zibi, thank you very much for your time. Wish you the best for the Sunday. Look at you, Mr. T100. Singapore, Dubai, Lake Las Vegas, Ibiza, London, San Francisco. Oh my God. We don't count that DNF. Basically, did not feel like it. DNF. Did not feel like it. It's true. I didn't feel it today. DNF. 5, 4, 3. Hey everybody, welcome back to day 2, Breakfast with Bob from the Challenge Championship. My name is Bob Babbitt. My next guest, really one of our favorite guys around. He is a favorite to do well here. Mr. Freddie Funk joins us. How you doing, Freddie? Good, thanks Bob, thanks for having me. Always a pleasure. This is a big year for you. We're talking about coming here again and hopefully getting a win here. And then you're going to do your first long distance at Challenge Roth coming up in July. Like it's my second year now with the T100 tour. Yes. And I thought like, it's not challenging enough. I need to throw in like my first long distance there as well. It requires a lot physically but also mentally to be at the front of these races. More athletes can really fully focus on professional triathlon. But of course like the main focus for the first half of the season lies on Challenge Roth. Yeah, it's like being beginner all over again. That's so cool. Freddie Funk has been our guest again. Breakfast with Bob, day 2, Challenge Championship. Hold on, we will be right back. All right. Quick photo. 1, 2, 3. Got it. Love it. That's very cool. It's nice we're not going there. It can be a bit chaotic with the motos and... Yeah, true. Yeah, a bit too much draft. Yeah, I hope the group won't be as big as last year. But it's windy. Yeah, that's good. Yeah, right? Yeah. It's good. I hope it will be like that on Sunday. Yeah. All right. A pleasure. Have fun. Thanks, you guys. See you guys. Bye-bye. Thank you, Brady. Bye. Thank you. Tralala und tralala. Hier kannst auch was haben. I will keep it short. I wish all of you a very great sporting weekend here. Ladies and gentlemen, Frederick Funk! I will definitely, I hope that kind of like training in the tougher conditions like the last few months will play into my cards, and I hope it did a lot for my fitness as well. We wish you the best of luck for the weekend. Thank you. All right, if you could just move down, we'll go down to Elisabetta. It's the first time I'm actually racing with the bib number 1, so yeah, it's of course the goal after being, I think, twice third and one time second here to finally win the race. Yeah, there's not much tactics and just going all out from start to finish, and this race and the other T100 races I'm doing are all like building up for that race in July. And hopefully see you on the top step of that podium on Sunday. Good luck. Thank you. Thanks so much. Cool. It's like one of my favorite races on the circuit, I think, because the course suits me really well. This course just goes like straight, so there's not much like what you need to watch before the race or what you need to know before the race. All right. See you. Thank you. On Sunday. Yes. Thanks. See you. So, war echt busy day heute, den ganzen Tag Media. Ich bin jetzt am Nachmittag auch echt richtig müde geworden. Ich weiß nicht, ob es von dem ganzen Media-Zeug ist oder jetzt dann irgendwie so mehr als 24 Stunden nach der Höhe irgendwie jetzt so ein kleines Loch. Ich hoffe, Sonntag fühle ich mich nicht so. Auf jeden Fall jetzt kleines Läufchen, nur 8 Kilometer, noch mit 2x1 Kilometer Race Pace. Habe jetzt auch Race Shoes angezogen, nochmal checken, ob ich die auch wirklich laufe. Aber fühlen sich gut an. Und ja, es ist frisch. Let's go. Kicking at a wall with a vengeance. We rev up like engine. Come back hard and we strengthen. New day, a new beginning. Battle wounds for the falls. Fighting hard for what's ours. Had the key but I couldn't see till I raised the light to the dark. Now it's too late cause I found my great. Had to elevate so I did. No more fear, I am no more scared. Let me right in my face, I'm here.
win this war, gotta take. Just can't fight, gotta break. You thought just because I fell off that I couldn't come back. I'm crazy. I'm steady tall. When my back against the wall, I'll take the fall. I want it all, yeah, I'm fighting for it all. I'm going all. Yeah, the fight is in my heart. I'm prepared to fall. I want it all. Might fall, but I won't give up. Stand tall, I'ma hold pill up. You stand tall, I'ma go bigger. You go hard, I'ma go real up. Can you do that? Better move back. I got something. I want it all. Zeig den Weg. Das sind jetzt alle Spacing, die dabei waren. Ja. Tatsächlich, ich habe nur noch einen, glaube ich. Nee, ne? Weil ich bin eigentlich genauso hoch. Die ganze Paparazzi. Bis dann. Bis dann. I miss us running underneath the sun, staring out the window when the rain comes. I miss the smiles we had when we were kids, yeah. I feel like life was so much simpler then. 195,4 Gramm. Für die Stabilität, die noch haben, echt gut. Give me my mind back, yeah, give me my mind back. The one that told me I was worth something when I fall flat, yeah, fall flat. The one that told me I was worth something when I'm off track. Back when my imagination wasn't in the cage and it was free to run fast, yeah, give me my mind back. Yeah. Give me my mind back before it was hijacked and wasn't described as a place of limitation, always indicating I can't handle everything from my past. Hated anything it dissects till I'm depressed. I know I'm blessed, but I'm cursed too. Take me back when I was happy, but I wasn't acting vulnerable, but didn't see it like some kind of weakness or a thing that's unattractive. Had emotion, but I learned to mask it. Didn't know what I was running after. Didn't know the older I would grow, the more I lose control and take another baggage. It's really sad when everything you thought was stable crashes. Everything you thought would take the sadness really only made it deeper, got me off the deep end asking, will we ever feel like we imagined? Will we ever feel like we adapted? Will we ever feel like we did back then? Just take me back when, just take me back when. I miss the smiles we had when we were young. I miss the memories of feeling low. I miss us running underneath the sun, staring out the window when the rain would come. I miss the smiles we had when we were kids, yeah. I feel like life was so much simpler then, yeah. When we had joy and we were innocent, I give it all to feel that way again, way again. Ich bin Bombardio Krokodil. So, kurzes Update vorm Rennen. Gerade eingecheckt. Heute stand ja so Stunde Radfahren mit nochmal so 2x5 Minuten Race Pace und 1500 Meter Schwimmen auf dem Programm. Auch mit so ein bisschen Aktivierung noch. Und Carboloading natürlich. Jetzt gerade das Rad eingecheckt. Und jetzt noch weiteres Carboloading und dann so früh wie möglich ins Bett. Morgen ist dann um, glaube 8:30 Uhr. 8:30 Uhr ist Start. Das heißt 5:30 Uhr aufstehen. Habe mich heute echt richtig gut gefühlt tatsächlich. Und jetzt quasi 2 Tage nach der Höhe, morgen dann Tag 3. Ich hoffe, ich drücke die Daumen, dass ich mich morgen mindestens genauso gut fühle, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Die Bedingungen sind im Moment auch echt so krass wie noch nie hier in Samorin, also vom Wind. Das spielt mir auf jeden Fall auch in die Karten. Und das einzige Problem ist, dass das Wasser heute nur 12,5 Grad hatte. Was bedeuten würde, wir würden nur 750 Meter schwimmen und unter 12 Grad heißt, wir würden einen Duathlon machen und ja, das hoffe ich auf gar keinen Fall, also darauf hätte ich wirklich keinen Bock. Am liebsten wäre, wenn es wenigstens über 13 Grad wäre, das ist 1500 Meter, das ist nur so 400 Meter kürzer als normal, aber ich bezweifle, dass es jetzt hier ist bis morgen noch um 2 Grad erwärmt. Schauen wir mal. Das kurzes Update vom Rennen und dann sprechen wir uns wieder nach dem Race mit hoffentlich ja, Good News.
What a great weather here today in the Summer X Bionics Fair. Holy shit. Yes. Half an hour just ended. Yeah, then it was 20 minutes maybe. And first of all, let's welcome our professional athletes from all over the world. Okay, well, I'm sorry. You don't want to say it because Eustace is just standing right next to it, right? Good luck today. Let's see if those fight records. If the grass isn't greener, come back and check I'm still breathing. Whatever takes you home, and you're at the gate too low. If the grass isn't greener, come back and check I'm still breathing. Whatever takes you home, and you're at the gate too low. If the grass isn't greener, come back and check I'm still breathing. Good luck, really great to have you back here. Multiple times on the podium here. Ladies and gentlemen, please welcome Fredrik Baab. Tell them how you backflip for tragic. Show them how the struggle made magic. Auf geht's!
geht's. Auf geht's, auf geht's! Auf geht's, Fred, du siehst sie noch. Zieh dich wieder ran. Auf geht's. Auf geht's, Fred, dranbleiben da, auf geht's. Auf geht's, eine kommt gut aus. Guten Abdruck. Go. Auf geht's, Fred, fighten jetzt. Aber Fred, du bist doch noch da. Junge. Alles gut. Auf geht's, Fred, auf geht's! Auf geht's! Auf geht's, Fred, auf geht's! Aber Fred, Junge! What, thanks. You're right, man. I hit my hip pretty hard. Okay. And the whole right side. Ist das dieselbe Art von Schmerzen, die es vorher gehabt hat? Ja, die bin ich schon voll draufgeflogen. Wo bist du denn hingefallen? 500 Meter vom Ziel. Da in der Kurve? Du bist auch gestürzt? 500 Meter Ja, vor. Ja, mich hat's auch gepackt. Weil heute alle irgendwie Stürze und das vielleicht auch. dieses und jenes. Cheers. So, der Championship, Challenge Samorin. Ja, leider nicht so wie erhofft. 10. Platz am Ende. Ich hatte eigentlich echt ein gutes Gefühl vor dem Rennen. Die Form kam so langsam. Die Höhe hat eigentlich auch gekickt. Also ich hatte dann jetzt im Rennen keinen Wundertag erwischt, aber zumindest auch keinen schlechten. Und ich konnte im Gegensatz zu Singapur auch einfach mal wieder so richtig racen. Das Wasser hatte leider nur 12,5 Grad, war echt kalt. Deswegen wurde die Schwimmstrecke auf 750 Meter verkürzt. Ich bin grundsätzlich, ich komme vielleicht nicht ganz vorne raus aus dem Wasser, aber trotzdem einer eher der besseren Schwimmer. Dementsprechend kommt es mir jetzt nicht entgegen, wenn die Schwimmstrecke verkürzt wird. Und ich wäre schon viel über die reguläre Distanz geschwommen. Aber naja, es ist wie es ist. Und wir waren, glaube ich, trotzdem alle ganz froh, dann relativ schnell wieder aus dem kalten Wasser draußen zu sein, denn die Außentemperatur war auch nur 11 Grad mit Regen. Und ich habe, glaube ich, so ein kaltes Rennen tatsächlich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Habe gestern auch relativ empfindlich, wenn ich drauf reagiere, das ist oft so nach der Höhe, dass mir die Kälte dann eher nicht so entgegenkommt und ich dann eigentlich eher so in Hitze performen würde oder in wärmeren Rennen. Grundsätzlich glaube ich aber eigentlich, dass ich im Vergleich gerade zu anderen Athleten eigentlich doch dann durch meinen massiven Körperbau in Kälte doch gut performen. Aber ja, gestern hat es mir nicht getaugt und habe es dann auch muskulär gemerkt auf dem Rad, gerade so im Rücken, der dann immer relativ schnell zumacht bei Kälte. Bin aber eigentlich erstmal recht gut aus dem Wasser gestiegen. War dann direkt da in der Verfolgergruppe hinter Hannes Butters, der so 15 Sekunden voraus war. Dann auf dem Rad relativ schnell nach vorne gefahren. Irgendwann kam dann Christian Hogenhaug vorbei. Der hat dann ordentlich attackiert und ich bin erstmal hinterher gefahren. Da bin ich dann wirklich mal so für 20 Minuten, hatte ich glaube ich über 380 Watt im Schnitt. Dann waren wir so haben wir Hannes eingeholt und ich muss sagen, ich habe dann erstmal so ein bisschen Tempo wieder rausgenommen, weil ich es doch relativ hart fand. Und Christian Hogenhaug ist dieses Tempo einfach weitergefahren und muss schon sagen, Respekt. Also der ist echt brutal Rad gefahren, habe dann nochmal probiert, irgendwie näher zu kommen, aber keine Chance. Ich bin zwar dann die ganze Zeit ab dem Zeitpunkt bis zum Ende vom Radfahren noch sehr stabile Wattwerte weitergefahren. Die Bedingungen waren schon auch echt extrem mit dem Wind und dem Regen. Auch eigentlich, glaube ich sogar eine persönliche Bestleistung über 60 Minuten gefahren von 365 Watt, glaube ich. Und Gesamtwatt hatte ich glaube ich, fast 350 Watt im Schnitt. Aber eins der langsamsten Radfahren, die ich hier in Samorin hatte, mit nur einem 46,5er Schnitt. Letztes Jahr, als ich den Weltrekord gefahren bin, hatte ich einen 48,5er, aber war es natürlich auch trocken und warm und nicht so windig. Und ja, aber Christian Hogenhaug, da hatte ich einfach keine Chance gestern. Der ist da
und schon nochmal ein Stück stärker gefahren und ich hatte so 1,5 Minuten Rückstand auf ihn und dann in der allerletzten Kurve vor der Wechselzone, wirklich 500 Meter vorm Abstieg, hat es mich dann geschmissen, bin weggerutscht, auf meine Hüfte, Ellbogen und Rippen geflogen. Hat mich natürlich dementsprechend Zeit gekostet, aber war eigentlich dann wieder auf dem Rad, bin dann zur Wechselzone gerollt, musste mich da dann erstmal sortieren, gedanklich und auch halt erstmal gucken, ob irgendwie noch alles heile ist, ob ich überhaupt jetzt noch einen Halbmarathon laufen kann. Das hat mich natürlich dann auch nochmal Zeit gekostet. Dementsprechend war der zweite Wechsel auch nicht grandios. Und dann bin ich aber noch auf die Laufstrecke. Durch den Sturz hat der Körper irgendwie so muskulär relativ zugemacht und dann mit der Kälte bin ich einfach nicht warm geworden und ich konnte wirklich nicht tief gehen, nicht hart gehen, keinen hohen Puls laufen und bin dann da so mit Puls 160 rumgelaufen. Am Anfang so 3,40er Schnitt, irgendwann ging es dann so ein bisschen besser, da bin ich so Richtung 3,35er Schnitt, auf jeden Fall nicht konkurrenzfähig. Bisschen schade, wurde dann dementsprechend noch von den Läufern oder smarten Radfahrern, wie ich so gern sage, wovon einigen überlaufen und ja, bin dann am Ende noch auf Platz 10 ins Ziel gelaufen. Leider, shit happens mit dem Sturz. Ich denke, ohne den Sturz, wenn alles so normal gelaufen wäre, denke ich, wäre da der zweite Platz hinter Christian Hogenhaug, denke ich, schon drin gewesen, aber hätte. Es gibt zumindest ein paar positive Dinge, die ich mitnehmen kann aus dem Rennen. Wir sind immer noch auf einem guten Weg. Jetzt geht es erstmal darum, dass die Wunden und die Rippen wieder heilen diese Woche. Aber es ist nichts gebrochen, nur geprellt und ich hoffe, dass es in ein paar Tagen dann wieder alles okay ist. Und wir sind jetzt gerade hier auf einer Raststätte mitten in nirgendwo in Österreich. Ich habe das E-Auto gerade angesteckt, auf dem Weg nach Hause. Am Mittwoch geht schon ins nächste Trainingslager, wieder in die Höhe nach Park City. Von da aus, genau, habe ich ja glaube ich auch schon im letzten Video gesagt, T100 Vancouver, dann zurück nach Hause und dann steht jetzt in weniger als 50 Tagen steht schon Challenge Rot an. Ich habe immer noch ein gutes Gefühl, ich glaube, es ist auf einem guten Weg. Dieser eine Confidence Booster fehlt mir jetzt noch. Vielleicht geht noch was in Vancouver, aber falls nicht, muss ich mir die Confidence so irgendwie im Training holen. Und Rot mit Langdistanz ist natürlich dann sowieso nochmal was komplett anderes. Das war's für die Episode Defining Distance. Ich hoffe, sie hat euch wieder gefallen, auch wenn es wieder nicht das war, was wir hier erhofft haben in Samorin. Ansonsten gebt gerne ein Like, lasst einen Kommentar da, abonniert den Kanal. Vielen Dank natürlich für euren Support und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao! Ist es legal? Ja, Moment. Das ist noch im Rahmen. 30 cm, das ist schon groß. Also dieses Wem sagst du das?